Wir nehmen euch mit und zeigen euch jetzt, warum ein Orchester so sitzt, wie es sitzt. Wer da genau was wo macht. Und das machen wir mit einem der besten Orchester der Welt, mit dem HR Symphonieorchester. Die proben gerade ein Stück von Strawinsky, Pulcinella. Wir schleichen uns mal rein. Bravo, danke schön. Bravo heißt, man darf reden wahrscheinlich. Hallo, guten Tag. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir hatten die Idee, Leuten da draußen mal zu zeigen, wer in einem Orchester warum wo sitzt und wer da was macht. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, an dieser Stelle mal. Hier ganz, ganz vorne sitzen sehr, sehr viele Menschen, die Bögen in der Hand haben. Können wir die Bögen kurz mal sehen? So, oder guck mal, da bögelt's aber ganz schön hier vorne. Das sind die Streicher im Orchester. Ich kenne Geigen, ich habe schon mal was von einer Bratsche gehört. Uli, ganz vorne, grüß dich. Uli, was gibt's alles für Streicher in einem Orchester? Also wir haben Geigen, wie du sagst. Geigen, wo sind die Geigen alle? Geigen, okay. Wobei das schon zwei Gruppen sind bei uns. Welche genau? Es gibt eine erste Geigengruppe und eine zweite Geigengruppe. Und die erste ist cooler als die zweite, oder warum gibt es erste und zweite? Nein, nein, überhaupt nicht. Das einfach hängt mit der Stimmverteilung zusammen, mit den Kompositionen. Das mischt sich einfach am besten. Also Okay. wenn man zwei Gruppen macht. Und dann gibt es die Bratschen. Hallo Bratschen, wo seid ihr? Aha, die Bratsche ist, sieht ähnlich aus wie eine Geige, ist ein bisschen größer aber, ne? Ist ein bisschen größer und ist eine Quinte tiefer. Eine Quinte tiefer, okay. Und dann gibt es die Celli. Celli. Hier. Aha, die Geigen sind so groß, die muss man hinstellen. Die Celli, genau. Eins ist ein Cello, mehrere sind die Celli. Ganz genau. Und die Okay. sind noch mal eine Oktave tiefer als die Bratschen. Und dann, lass mich raten, wird es noch tiefer. So ist es. Es wird noch tiefer. Das sind die Kontrabässe. Kontrabässe. Hallo Kontrabässe. Das ist, wenn man im Zug unterwegs ist, gar nicht so praktisch wahrscheinlich, oder? Das ist für Geiger einfacher als für jemand mit einem Bass. Okay, Uli, können wir den Unterschied mal hören vielleicht von hoher Geige bis zu tiefem Bass? Ja, dann spielen wir mal nur die erste Geige, den Anfang. Okay, das waren jetzt die ersten Geigen. Und dann gibt es noch die zweiten Geigen. Jetzt hören wir die Bratschen. Ach, guck mal, wenn gut gemacht wird, hört man hier schon Fußgetrampel ein bisschen. Sehr gut, okay. Ich bin begeistert, wie das funktioniert hier. Ha. Die Celli. Und jetzt schwer zu transportieren, aber mega geil im Klang. Die Kontrabässe.
Das geht direkt in den Bauch hier. Das ist sehr gut. Das spürt man hier, wenn man nebendran steht. Können wir mal alle Streicher zusammen hören? Ja, Ja. gleiche Stille. Und schon ist es Musik. Das ist toll. Uli, jetzt ist es manchmal so, dass Streicher, also von den Streichern die Geigen spielen. Manchmal spielen nicht alle. Manchmal spielen irgendwie Geigen und Celli. Woher weiß wer, wann er dran ist? Das steht in den Noten. Das steht in den Noten. Da steht hier du Pause und jetzt hier. Da steht alles drin. Da steht alles drin. Quasi auch die ist hilfreich. Regieanweisung. Okay. Wer wann. Und wenn jetzt zum Beispiel die ersten Geigen spielen, wenn es da drin steht, spielen dann immer alle? Meistens ja, das ist dann Tutti. Aber es gibt manchmal Stellen, wo der Komponist will, dass nur ein Instrument spielt. Und es lost ihr aus, wer darf, oder wie ist das? Nein, nicht ganz. Dafür gibt es die Stimmführer in jeder Gruppe. Also ich bin einer hier für diese Gruppe, für die erste Geigengruppe. Dann gibt es, hier Stefano ist der Stimmführer der zweiten Geigengruppe. Genauso bei Bratsche, Cello, Kontrabass. Jeder hat einen Stimmführer. Und wenn ein Solo zu spielen ist, dann muss der Stimmführer das machen. Okay, und Stimmführer wird man, wenn ihr jetzt sagt, ja gut, wenn ich in einem Orchester spiele, dann will ich aber irgendwann Stimmführer werden, Leute. Werden die gewählt? Sind die besonders gut? Wie wird man Stimmführer in einem Orchester? Also jedes Mitglied des Orchesters muss ein Probespiel machen, um hier reinzukommen. Ja. Und so gibt es spezielle Probespiele auch für Stimmführer. Das heißt, die sind unter all den Besten eine kleine Prise noch besser? Sollten möglichst sein, ja. Sollten möglichst. Sehen das alle so? Es wird auch genickt. Sehr gut. Dann vielen Dank an dieser Stelle an die Streicher. Hinter den Streichern in der Mitte sind die Holzbläser. Ich habe im Musikunterricht damals gelernt, Holzbläser sind deshalb Holzbläser, weil sie auf Holz blasen. Also es geht nicht um das Instrument, sondern um das Mundstück, das man vorne hat. Stimmt dieses Wissen noch? Sehr gut. Gut, kein völliger Idiot, der hier vorne steht. Ganz gut. Dann haben wir ein unglaublich interessant aussehendes Instrument. Das ist ein Fagott. Hier. So, Theo, du hast eins. Wie schwer ist so ein Ding? Also so schwer, dass man so eine Schnur hier braucht, wo man es dranhängen kann. 2,5 Kilo ungefähr. Kann man es auseinanderbauen oder ist es immer so lang? Nee, das kann man super auseinanderbauen. Ja. Soll ich das jetzt machen? Nee, lass es zusammen. Ja, okay. Du hast hier vorne, so ein kleines Gläschen bei dir stehen. Ist es ein Drink? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das ist ein kleines Pöttchen mit Wasser. Wir haben nämlich die Mundstücke, die aus Holz sind, Ja. deswegen Holzbläser. Und die müssen immer feucht gehalten werden, sonst sind die nicht flexibel genug und dann klingt es nicht. Und wenn ich die jetzt hier rein tue, dann werden die schön durchgefeuchtet und dann kommt ein wunderschönes Geräusch raus. Lass mal. So klingt es ohne Instrument zur Entenjagd, okay? Auch, ja. Ja, mach mal mit, also mit Instrument dran. Bitte. Das ist schon schöner mit Instrument dran, oder? Oh. Darf ich unter uns, was kostet so ein Ding? Schon viel. Also ein Auto wird man auch dafür kriegen. Im Ernst? Ja. Schon. Aber klingt viel besser als ein Auto, oder? Klingt geiler als ein Auto. Das ist absolut, ja. Also wir haben das Fagott. Dann haben wir Oboen. Wo sind die Oboen? Okay, die haben auch ein Holzmundstück. Können wir die Oboe mal hören? Das ist schon schön, gell? Ah. Flöte haben wir auch noch an Bord. Das ist die große Flöte. Und Das ist die große Flöte und das ist die kleine. Können wir mal die große hören und die kleine nacheinander? Man erwartet immer, dass Schmetterlinge auf der Hand landen, oder wenn man das hört. Ist das süß. Könnt ihr alle zusammen als Gruppe mal spielen? Also die Holzbläser. Geht das? Ja, wir können vielleicht Gavotte, Anfang von Gavotte, ohne Wiederholung.
gehört. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Dann haben wir hinten dran, die haben heute Pause. Pauken stehen, also wenn es richtig kleppern soll, da hinten, da werden die Schlagwerker mit Pauken, da hinten hängen noch Becken rum, also da geht auch richtig Lärm. Außen hier sitzen Blechbläser, eine Posaune. Lass mal hören. Übst du zu Hause? Ja. Wie kommt das an? Da brauchen wir liebe Nachbarn, oder? Ja, oder gar keine. Oder gar keine. Auf der anderen Seite sind die Blechblaskollegen, die Hörner. Könnt ihr mal Hallo hornen kurz von da drüben? Man möchte sofort zur Jagd, oder? Vielen Dank dafür. Warum sitzt ihr denn außen? Marc, gibt es einen Grund, warum du nicht in die Gruppe darfst? Ja, eigentlich zwei sogar. Einmal klanglich, weil wenn wir links sitzen würden, zusammen mit Posaune und Trompete, würden wir den Holzbläsern wahrscheinlich ganz schön was auf die Ohren geben, weil wir spielen ja nach rechts. Und das ist für die Holzkollegen dann bei Mahler oder Strauss nicht so angenehm. Wenn es richtig vorangeht, dann. Und für uns selber klingt es auch nicht so schön, weil natürlich die Kollegen den Klang schlucken. Und rein historisch gesehen sind wir auch eher Holz- als Blechbläser, weil Naturhörner früher im Orchester als Harmonieinstrumente eingesetzt wurden, als Ergänzung zum Holzbläsersatz. Aha, das heißt, ihr sitzt quasi aus historischen Gründen und aus Rücksichtnahme da, wo ihr sitzt. So ungefähr, ja. Ja, aber ihr habt sie trotzdem alle lieb, richtig? Ja. Ja. Sehr gut. Dann vielen Dank ans Blech, also Trompete, Posaune haben wir da und die Hörner. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Truppe schon zusammen. Jetzt steht noch ein entscheidender Mensch ganz da vorne. Es ist der Dirigent François Leleu. François, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo, danke schön. François, du bist derjenige, der dafür sorgt, dass es irgendwann mal beginnt und irgendwann endet. Ja. Richtig? Was machst du zwischendrin? Also zwischendrin, ich versuche eine Choreografie mit meiner rechten Hand, also in Bezug mit Tempo zu geben. Also es gibt eigentlich, sagen wir, sehr viele Möglichkeiten, aber eigentlich ein zweitaktiger Takt, zum Beispiel ist 1, 2, 1, 2 und 3 ist ein Dreieck. 1, 2, 3, 1, 2 und 4 ist sehr kompliziert, das ist einmal nach links, und dann, also 1, 2, 3, 4 und dann geht es weiter bis 6, 8, 9, sogar 12 Takte und damit kann man irgendwie das Orchester ein Gefühl für ein Tempo, der manchmal mit Rubato zu tun hat. Das heißt, wenn man irgendwann hier nicht genau wüsste, wie schnell sind wir denn gerade, dann gucke ich nach vorne und ich sehe es immer an deiner rechten Hand. So müsste es immer sein, ja. So müsste es immer sein. Der Wunsch des Dirigenten. Ja. Jetzt hast du noch eine andere Hand frei. Was machst du damit? Also das ist ein bisschen so. Hier ist der Metronom, also Metrom. Das ist sehr wichtig, dass es genau ist und genau. Und hier, das ist diese ganze künstlerische, was man will. Kurz oder sehr legato und noch längere Bogen und so weiter. Also kann man hier sehr viel machen. Das ist die Expressivo-Hand. Und hier, das ist das Hand für Tempo, für Metronom. Wie würde es aussehen, wenn du dem Orchester klar machst, Leute, jetzt aber mal hier dermaßen Vollgas, ich will es krachen hören hier drin. Was machst du dann hier? Also, das ist der letzte Satz von 117, bitte tutti, 117. Das wäre was, wo du sagst, ich brauche jetzt krachen. Hast du irgendwas für die Ohren? Das wird sehr laut. 117, bitte. Geh ein Stück zurück. Bis zum Schluss. 1, 2. Respekt! So funktioniert das. Sehr, sehr gut. Jetzt klatscht das Publikum immer so. Können wir etwas ganz Tolles mal sehen? Denn ein Orchester hat eine eigene Art zu applaudieren, wenn jemand was gut gemacht hat. Könnt ihr gerade mal applaudieren, wie ihr applaudiert, wenn ihr euch selber applaudiert? Ihr wedelt dann mit den Bögen und rutscht mit den Füßen. Uli, warum schmeißt man nicht einfach die Geige kurz zur Seite und klatscht? Die Geige zur Seite werfen. Nein, bei dem Applaus. Also macht man das mit den Füßen, weil es stiller ist oder weil man einfach was in der Hand Also hat? tatsächlich machen wir das sogar manchmal im Konzert, so dass das Publikum das nicht merkt. Da machen wir dann so kleine Bewegungen mit dem Fuß und das ist dann so eine Anerkennung für die Kollegen. Ah, das ist schön gut. Und
Und das macht ihr aber auch immer. Oder ist es so, wenn ihr ein Solo spielt, also jemand zeigt, was er kann und guckt sich danach rum und niemand macht so, dann war es nix? Ihr macht es schon auch immer, oder? Weil ihr immer gut seid wahrscheinlich. Ja. Dann Das ist vielen so, Dank. Ja? man darf nicht es zu klar fürs Publikum zeigen, dass es so schön war, weil im Prinzip die Kollegen spielen immer so schön. Ja? Na, das ist so. selbstverständlich, ja. Aber ab und zu ist es schön, wenn es wirklich was Besonderes ist, weil es ist immer sehr schön, aber manchmal ist es überirdisch schön und dann wird man die Kollegen unterstützen. Also wenn ihr irgendwo ein Orchester seht und ihr seht, dass die Füße leise scharren oder der Bogen wedelt, dann hat irgendjemand wahre Magie erschaffen. Und wir hoffen, dass ihr mal ganz, ganz oft mit dem Radiosymphonieorchester des Hessischen Rundfunks. Danke, dass wir da sein durften. Danke, Tobi. Können wir noch was hören? Natürlich, können wir sehr gerne Sehr was gut. hören. Dann schweige ich wieder, mache mit den Füßen ein bisschen so und wir genießen nochmal die Truppe jetzt. Das ist Magie. Oder ich liebe das. Und ein Riesenauftritt hier eben in diesem Stück für die Trompete. Können wir die mal alleine hören, ganz kurz? Applaus. Ich muss noch üben mit dem Fuß. Vielen, vielen Dank. Toll, dass wir da sein durften. Wir wünschen euch tolle Konzerte, kurze, knappe, ereignisreiche Proben und viel Freude mit Magie. Dankeschön.